Hallo, Servus, grüß euch. Ich werde euch heute über die Geschichte von der Dinkelsbühler Kinderlora erzählen. Und hier steht sie eigentlich, die Dinkelsbühler Kinderlora. Ja, das findet in Europa statt. Nicht heutzutage, sondern in der Vergangenheit. Das war von 1618 bis 1648 in dem Dreißigjährigen Krieg. Der Krieg hat 30 Jahre gedauert. Soldaten sind herummarschiert. Es hat Schlächter gegeben und da waren auch Kanonen im Spiel, im Krieg. Viele Menschen sind gestorben. Es war eine ganz tödliche Zeit. Und das ist auch mittendrin in Europa passiert. Hier, wo heutzutage Deutschland ist. Es hat eine Pest gegeben. Menschen sind gestorben. Sie waren arm. Sie haben kein Geld. 16 Millionen sind auf dieser Seite gestorben. 10 Millionen sind auf dieser Seite gestorben. Es war eine recht tödliche Zeit, sehr gefährlich. Und dann sind die Schweden auch ins heutige Deutschland gekommen. Sie sind dann nach Dinkelsbühl gekommen. Das liegt im Süden, im grünen, gebirgigen Süden Deutschlands, wo heutzutage Bayern ist. Und die Kinderlora hat dort gewohnt, im Dorf Dinkelsbühl. Sie war eine sehr intelligente Frau, junge Dame, es war keine Frau, das war ein Kind. Sie war mutig und stark, eine sehr intelligente, mutige und starke Dame. Und sie hat eine Idee. Sie hat gewusst, die Schweden kommen und sie bringen Kanonen und Waffen, aber wir werden keine Kanonen und keine Waffen verwenden. Wir werden Musik verwenden, um die Schweden zu besiegen. Und die Schweden sind nach Dinkelsbühl gekommen, ins Dorf, in die Stadt. Das ist nicht wirklich eine Stadt, sondern ein Dorf. Die Schweden, die schwedischen Soldaten sind gekommen und sie wollten Dinkelsbühl zerstören. Sie wollten Dinkelsbühl zerstören. Die Dinkelsbühler, die Bewohner der Stadt, haben die Schweden gesehen und sie haben Angst gehabt. Sie sind davon gelaufen. Und der Bürgermeister, der damalige Bürgermeister, war ratlos. Der hat gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Idee. Wir haben keine Chance. Und die Berater, die Staatsmänner, sie waren auch planlos. Sie haben keine Ideen, keine Chance gehabt. Aber die starke, intelligente, mutige Kinderlora hat doch eine Idee. Sie hat sich gedacht, wir verwenden Musik gegen die Schweden. Wir verwenden keine Waffen, keine Kanonen, wir verwenden Musik. Und sie hat dem Bürgermeister und den Staatsmännern, dem Berater, hat sie die Idee erklärt. Sie hat ihnen den Plan erklärt. Sie hat ihnen gesagt, ja, wir werden Musik verwenden, und sie haben gesagt, schlecht. Das ist eine schlechte Idee. Das ist kein Plan, wirklich. Aber der Bürgermeister hier, er hat gesagt, okay, ja, Daumen hoch, wir machen das. Und die Kinderlora hat den Kindern erklärt, Kinder, wir werden singen. Ja, wir werden einfach vor den Schweden singen und so können wir sie erobern, so können wir sie besiegen. Ja, die Schweden sind gekommen mit Kanonen und Waffen und so weiter und die Kinder haben gesungen und was ist passiert? Die Schweden haben gesagt, wir lieben diese Stadt. Wir vernichten diese Stadt nicht. Wir zerstören die Stadt nicht. Wir zünden die Stadt nicht an. Wir lieben diese Stadt, dieses Dorf. Dinkelsbühl. Wir lieben Dinkelsbühl, hat der Feldherr Sperreuth, er heißt Sperreuth, gesagt. Ich liebe Dinkelsbühl. Und die Staatsmänner haben gesagt, juhu, yippie. Sie haben Dinkelsbühl nicht zerstört. Keine Kanonen, keine Waffen. Die Kinder haben gesungen und die Staatsmänner waren glücklich und sie haben gesagt, danke, Kinderlora, danke, Kindern. Wir lieben euch. Danke, dass ihr unsere Stadt gerettet habt. Das war eine sehr gute Idee, eine starke Idee. Das Singen, das Singen hat uns geholfen. Durch das Singen haben wir das alles überlebt. Und alle haben die Kinderlora geliebt, natürlich. Sie hat keine Kanonen und keine Waffen verwendet. Und heutzutage feiern wir das noch immer. Heutzutage verkleidet sich eine Dame als die Kinderlora und geht durch die Stadt. Das ist heute. Heute machen wir das. Und sie singen. Und das ist ein Erinnerungsstück, das erinnert an den Krieg damals. Das erinnert an die Kinderlora.
Das machen sie heutzutage. Sie gehen durch die Straße und sie singen und die Dinkelsbühler heutzutage in Deutschland lieben die Kinderlore noch immer. Gut, das ist das Ende.